Moin Leute, willkommen zum neuen Video. Ich zeige euch heute meine neue Scopecam und warum ich sie mir selber gebaut habe. Los geht's. Hi Leute, wir haben jetzt endlich die 500 geknackt. 500 was? Apple Birnen? Abonnenten natürlich. Danke dafür im Namen des gesamten Teams. Und wir haben uns was einfallen lassen für euch. Wir werden jetzt in den nächsten kommenden 8 Videos Sachen verlosen. Und wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr am Ende dieses Videos. Ab geht's. Folgendes habe ich dafür benötigt. Die GitHub F1, bestellt bei GitHub direkt für ca. 100 US-Dollar, sind dann je nach Wechselkurs plus Einfuhr Umsatzsteuer ca. 105 Euro. Eine 35 mm Linse, bestellt bei AliExpress für ca. 24 Euro. Wichtig hierbei M12 Gewinde, IR-Filter und in der Beschreibung sollte Fernsicht drin stehen. Das Gehäuse hat mir ein Freund komplett für 15 Euro gedruckt, inklusive Schrauben und Polycarbonatscheibe. Die Powerbank hat 5000 mAh und wurde bei Amazon für 17,99 Euro bestellt. Das kurze Kabel kam ca. 7 Euro, also habe ich roundabout 170 Euro für alles bezahlt. Warum habe ich mir jetzt keine fertige Kamera gekauft, wie die Foxer oder die OneCam zum Beispiel? Ich wollte erstens 2,7K haben und nicht bloß Full HD. Und dann habe ich über die OneCam Lite zum Beispiel nicht viel Gutes gehört. Die Airsoft-Bande hat nur Probleme damit gehabt, mit 3 Kameras immer dasselbe. Und damit wollte ich diese 180 Euro, was die Kamera mich gekostet hätte, nicht investieren, um dann eventuell festzustellen, das funktioniert nicht so, wie ich es haben will. Deswegen habe ich mich für die GitHub F1 entschieden und habe mir die so umgebaut, dass sie zur Scopecam taugt und dass ich sie direkt auf die Waffe drauf montieren kann. Jetzt zeige ich euch, wie ich aus der normalen GitHub F1 Kamera eine Scopecam gebaut habe. Ihr habt die Kamera jetzt per Post bekommen. Bei mir ging das sehr schnell. Und es ist auch egal, welche Linse ihr nehmt von den F1 Kameras. Ich habe jetzt die 90 Grad Linse genommen und dann sieht das Ganze praktisch so aus. Hier die Linse, hier die Kamera, hier kommt die Speicherkarte rein. Bei mir ist jetzt schon eine drin, es ist keine im Lieferumfang enthalten. Hier der USB-Anschluss, das ist so ein älterer, wie man von den alten Kameras kennt. Hier unten dann das Akkufach mit dem Akku. Was ihr jetzt machen solltet, als erstes mal testen, funktioniert die Kamera, nimmt sie ordentlich auf, das Material mal am Rechner anschauen, kann man die ganzen Einstellungen durchschalten, ob alles funktioniert. Das ist wichtig, weil bevor ihr die bearbeitet, weil sonst könnt ihr sie nicht mehr zurückschicken. Um die vordere Abdeckung und somit die Linse entfernen zu können, benötigt ihr einen Schraubenzieher. Ich habe jetzt hier einen Schitzschraubenzieher und hebelt jetzt hier rein und dann könnt ihr dann klackt das auf. Das ist eingehakt mit so ein paar Nasen. Dann könnt ihr die Abdeckung entfernen. Jetzt habt ihr hier die Linse. Diese hat ein Rechtsgewinde und ihr benötigt natürlich eine Zange, weil sie ist verklebt mit Heißkleber. Das heißt, wir nehmen jetzt die Zange, drehen einmal rum und dann können wir die Linse abschrauben. Achtung jetzt, wenn ihr die Linse abschraubt, direkt hier unten drunter ist der Sensor. Dort darf kein Staub und nichts etc. Haare drauf kommen. Das heißt, habt schon mal die andere Linse parat, die 25 oder 35 mm Linse, um sie direkt wieder drauf zu schrauben. Jetzt können wir die Linse weiter rausschrauben. Ich habe jetzt hier schon die 35 mm Linse. Ihr müsst darauf achten, dass die einen IR-Filter eingebaut hat. Das sieht man daran, dass sie hier unten so leicht rot ist. Wenn sie das nicht hat, ist euer ganzes Bildmaterial hat nämlich einen Rotstich. Also rausdrehen. Jetzt sieht man hier schön den Kleber. Und jetzt die neue Linse einfach eindrehen. Und jetzt braucht ihr euer Telefon und die GitHub App. Dazu kommen wir jetzt. Was ich ganz vergessen habe zu sagen, ihr müsst vorher die Abdeckung wieder draufstecken, weil ihr kriegt die nicht mehr über die Kamera, über die Linse drüber. Also nochmal ab das Ganze. Am besten auch nach unten halten die Kamera. Draufstecken und jetzt die Linse eindrehen. So, jetzt müssen wir die Schärfe einstellen, weil wenn ihr die ganz reindreht, ist alles unscharf. Wenn ihr sie zu weit rausdreht, ist alles unscharf. Was machen wir dazu? Wir schalten erstmal die Kamera ein. Dann müssen wir, ihr seht jetzt hier schon, Akkukapazität und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir hier den Knopf drücken mit der Sonne, länger drücken. Dann kommt jetzt hier schon Connecting Wi-Fi. Jetzt steht da Waiting for Wi-Fi. Jetzt gehen wir in die App, gehen auf Connect Your Camera, gehen auf Continue. Jetzt müssen wir in unsere WLAN-Netzwerk reingehen.
Dort wird uns jetzt die GitHub angezeigt. Das Passwort ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dann gehen wir auf Verbinden. Das dauert einen kurzen Moment, bis wir eine Verbindung haben. Jetzt sagt das Telefon, dass Internet nicht verfügbar ist. Ihr geht trotzdem auf Verbindung halten. Jetzt könnt ihr zurückgehen und jetzt geht ihr wieder auf Connect Your Camera. Und schon sehen wir praktisch, was die Kamera sieht. So, das sehen wir jetzt in der App drin. Wir können das auch quer machen. Und jetzt dreht ihr praktisch so lange, ihr sucht euch einen Punkt aus und dreht jetzt so lange an der Linse, bis das Bild immer schärfer wird. Ihr müsst auch, also bei mir geht das relativ schwer und dann gab es so einen Punkt, wo es wirklich sehr schwer ging. Es war aber noch nicht ganz hundertprozentig scharf, das Bild. Also wir drehen jetzt praktisch weiter. Jetzt wird es nämlich schon wieder unscharf, wenn ihr zu weit dreht. Deswegen ist das ein bisschen mit Fingerspitzengefühl. Und sucht euch unbedingt auch ein weites Objekt aus. Also nicht, weil das ist ja eine 35 mm Linse. Also nicht unbedingt das nächste. Also nicht in 2-3 Metern die Kamera einstellen, das wird nichts. Wir stellen jetzt mal schnell die Kamera ein und zeigen euch dann das fertige Ergebnis. Wenn ihr die Kamera jetzt eingestellt habt, dass das Bild scharf ist, könnt ihr in der App auch noch Einstellungen vornehmen, um die Bildqualität anzupassen. Hier oben habt ihr das Zahnrad, da können wir jetzt hier die Auflösung anpassen. Ich nehme immer in 2,7K auf mit 60 Bildern pro Sekunde, dass ich auch noch Zeitlupenaufnahmen rausbekomme. Dann können wir die Qualität noch einstellen, fein, superfein, normal. Dann können wir einen Zoom einstellen, lasst den Zoom weg, weil ihr habt da jetzt eine Zoomlinse eingebaut. Das Fischauge können wir entfernen, das braucht ihr auch nicht, weil das ist ja, wie schon gesagt, eine Zoomlinse. Dann die Schärfe, Balance und so weiter und so fort. Den Color-Modus könnt ihr hier noch, ob ihr hier normale Farben haben wollt, ob ihr die in der Nachbearbeitung anpassen wollt an eure Kamera. Dann könnt ihr ganz viele Einstellungen vornehmen. Den Ton ausschalten, den Ton anschalten. Dann können wir hier noch ein Firmware-Update machen. Genau. Und jetzt zeige ich euch, wie wir das in das gedruckte 3D-Gehäuse einbauen. Hier haben wir jetzt das 3D-gedruckte Gehäuse. Das hat mir Disorder gemacht. Danke dafür. Vorteil daran ist, die Kamera ist geschützt. Wir haben hier vorne eine Polycarbonatscheibe und wir haben hier eine integrierte Powerbank. Das heißt, ich muss nicht mehr gucken, habe ich Platz an der Waffe für eine extra Powerbank oder sowas. Das ist alles in dem Gehäuse integriert. Dann haben wir hier die Aufnahme. Sie ist auch etwas versetzt, dass sie praktisch wenn ihr vorne Kimon Korn habt, dass die Kamera vorbeifilmt. Das hat er sehr, sehr, sehr geil gemacht. So, jetzt ist es sehr simpel. Ihr müsst das Gehäuse umdrehen, weil die Druckknöpfe hier oben, die sind nur eingesetzt, die fallen praktisch raus. Ja, umdrehen die Kamera. Jetzt habt ihr hier die Powerbank, die einfach einschieben, die passt perfekt hier rein. Und jetzt müsst ihr mit den vielen Schrauben die hinterste Abdeckung befestigen und das machen wir jetzt. Letzte Schraube von den insgesamt 7 und dann ist der Deckel hinten fest. Bitte nicht zu fest anziehen, es ist nur Kunststoff. So ist das fertige Ergebnis jetzt. Hier oben haben wir eine Aussparung für das Display und hier hinten sind die Anschlüsse praktisch für unser Ladekabel in die Powerbank rein, in die Kamera reinstecken, fertig. Wir haben jetzt hier ein sehr kurzes Kabel gekauft. Ihr habt im Lieferumfang ein längeres dabei, aber wir fanden diese Lösung ansprechender und besser. Nochmal das Kabel entfernen, denn hier seht ihr noch eine kleine Schraube. Dort, wenn ihr die entfernt, könnt ihr die Kappe rausmachen und kommt direkt an die Speicherkarte ran, ohne jedes Mal die Kamera oder das Gehäuse aufschrauben zu müssen. Hier unter dieser Kappe, mal gucken, ob ich sie abkriege, könnt ihr die Powerbank mit USB laden. Wenn die Powerbank leer sein sollte, müsst ihr genauso nicht alles abschrauben. Ihr könnt sie hier über diese gedruckte Kappe einfach laden. Jetzt zeige ich euch, wie das Ganze mit der Waffe aussieht. Die Kamera ist jetzt montiert an Finchsheim AR-15 und jetzt zeige ich euch mal, wie so die Bildqualität ist und wie das Ganze funktioniert.
noch die Pedale testen. Das ist nicht. Ihr habt jetzt die Aufnahmen gesehen und ich bin mehr als zufrieden damit. Einziges Manko, was wir hier beim Finsteiner Waffe haben, mit dem Vortex Crossfire kann ich nicht mehr zielen. Das heißt, die Kamera baut zu sehr auf. Ich könnte das jetzt lösen, indem ich die Kamera nach unten verschiebe und den Frontgriff weiter hinter mache. Oder ich tue das Visier erhöhen. Die Maße blende ich euch jetzt mal ein, dass ihr messen könnt, wie das dann bei euch funktioniert. Kommen wir nun zum Fazit. Bin ich zufrieden mit meinem Werk? Definitiv. Also es ist schön kompakt. Ich habe die Powerbank integriert, das heißt, ich muss nicht erst gucken, wo mache ich die Powerbank an die Waffe dran, habe ich Platz dafür. Es geht einfach so, aufschrauben, fertig und los geht's. Aufnahmezeit mit der Powerbank müssten so circa 4 bis 5 Stunden sein. Die Kamera lief auch bei mir zu Hause 4 bis 5 Stunden durch, ohne irgendeinen Absturz. Das hoffe ich ist im Sommer genauso, kann ich euch noch nicht sagen. Speicherkarte habe ich aktuell drin 128 GB von SanDisk und damit kann ich 5 Stunden und 27 Minuten aufnehmen bei 2,7K und 60 Bildern pro Sekunde. Das einzig Negative, was mir passiert ist, das ist auch meine eigene Schuld, hier unten, das ist ja nur gedruckt und ich habe letztens die Schraube zu fest angezogen und weil wir da jetzt einen Knacks machen und dann ist es weggebrochen. Das habe ich jetzt geklebt mit Sekundenkleber, ging einwandfrei und der Disorder hat mir nochmal 2 Stück nachgedruckt, weil das ist ein einzelnes Teil, das kann man einfach nachdrucken, kein Problem. Würde ich das wieder so machen? Definitiv. Ich würde mir keine fertige Kamera kaufen, weil somit bin ich auch flexibel. Ich könnte jetzt auch sagen, ich packe die 25 mm Linse rein, ich nehme die 35 mm Linse. Je nach Spielfeld kann man das anpassen, dieses Setup, wie man das möchte. Wenn ihr jetzt auch eine Scopecam haben möchtet und wollt euch diese nachbauen, die GitHub und die Linsen, das verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung. Die Datei zum Drucken, wenn ihr die haben möchtet oder wenn euch der Disorder eventuell das drucken sollte, schreibt uns bitte eine E-Mail an tnt-germany@gmx.de. Ich werde euch dann in Kontakt vermitteln zum Disorder und er setzt sich dann mit euch in Verbindung. Wie am Anfang schon angesprochen, kommen wir jetzt zum Gewinnspiel. Was werden wir heute verlosen? Wir haben ein Erste-Hilfe-Set von Begadi mit ein bisschen Utensilien drin und einen Kommando-Netzschal. In den folgenden Videos werden wir jetzt immer eine Kleinigkeit für euch verlosen. Und wie könnt ihr jetzt teilnehmen? Schreibt uns einfach eine E-Mail an tnt-germany@gmx.de und wofür ihr die Sachen benutzen wollt. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich und ihr müsst eine deutsche Adresse besitzen. Das Gewinnspiel endet am 10.04. Der Gewinner wird per Zufall ausgelost und die Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein kostenloses Abo da, liked das Video und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wie am Anfang dieses Videos schon gesagt wurde, haben wir endlich die 500 Abonnenten geknackt. Und deshalb wollen wir auch was für euch oder so, keine Ahnung. Kann ich das so lesen? Ich kann das. Ey, das ist cool. Ich kann das so lesen. Das ist halt dämlich in das Loch rein. Die Leute werden sich fragen, was ist da drin? Was ist da in diesem Loch? Ist vielleicht ein Video zum Lesen? Bis ihr da rauskommt. Ja, oder so ein Bild oder so. Nice. Tittenbilder? Ich mache Pornos. Ich mag Züge. Witzig wäre, wenn es aus dem Keller fahren würde.